Eine Familie bekommt ihre Kinder nicht in den Griff und jedes Kindermädchen kündigt. Doch dann bekommen sie Besuch von einer magischen Nanny. Diese Beschreibung trifft auf gleich zwei Filme zu: Mary Poppins, ein Disney-Film von 1964, und Eine zauberhafte Nanny, ein britischer Film von 2005. Dazu gab es 2010 auch eine Fortsetzung. Jedoch könnten die Erziehungsmethoden der beiden Kindermädchen kaum unterschiedlicher sein. Ich werde die beiden heute vergleichen und sagen, welche meiner Meinung nach die bessere Nanny ist. Ich beziehe mich dabei nur auf die Filme, da ich die Bücher nicht gelesen habe. Beginnen wir mit Nanny McPhee aus Eine zauberhafte Nanny. Um die Kinder zum Gehorchen zu bringen, arbeitet sie mit Angst und Strafen, zumindest am Anfang. Als sie bei der Familie ankommt, machen die Kinder gerade das reinste Chaos in der Küche. Also die eskalieren wirklich komplett und haben sogar die Köchin an den Tisch gefesselt. Nanny McPhee klopft mit ihrem magischen Stock auf und schon sind die Kinder gezwungen, mit ihrem Chaos weiterzumachen und werden dabei immer schneller. Sie haben keine Kontrolle mehr über ihren Körper. Das geht sogar so weit, dass sie ungewollt fast das Baby der Familie in den heißen Suppentopf schmeißen. Sie hätte also fast riskiert, dass einer ihrer Schützlinge stirbt. Bravo! Die Küche wäre übrigens auch fast explodiert dadurch. Jetzt könnte man sagen, bestimmt hätte sie das im letzten Moment noch verhindert, aber das wissen wir nicht. Wir sehen hier nur, wie sie mit aller Gewalt ihre Lektion durchsetzen will. Als nächstes wollen die Kinder morgens nicht aufstehen und stellen sich krank. Also zaubert Nanny McPhee sie wirklich krank und fesselt sie ans Bett. Wortwörtlich, also die können durch Magie einfach nicht aufstehen. Sollte das körperliche Wohl der Kinder bei einer Nanny nicht an erster Stelle stehen? Stellt euch mal vor, im echten Leben würde ein Kindermädchen die Kinder mit Absicht krank machen und sie mit Seilen oder sowas ans Bett fesseln. Da wäre der Aufschrei groß. Und nur weil es hier durch Magie passiert, ist es weniger schlimm? Im zweiten Film am Anfang verprügeln sich die Kinder gegenseitig und Nanny McPhee zwingt sie dazu, sich stattdessen selbst zu schlagen oder an den Haaren zu ziehen. Wow! Auch hier ist das körperliche Wohl der Kinder anscheinend völlig egal. Und auch hier wieder, stellt euch mal vor, das sei keine Magie und eine Nanny würde ihre Kinder schlagen. Denn im Grunde ist es ja nichts anderes, nur dass sie die Kinder dazu zwingt, es selbst zu tun. Was zur Hölle? So, das waren jetzt die schlimmsten Erziehungsmethoden von Nanny McPhee, aber ein paar andere wollte ich auch noch erwähnen, die ich zumindest fragwürdig finde. Im zweiten Teil sind die Ferkel der Familie entlaufen, die sie unbedingt verkaufen müssen, um ihre Farm zu retten. Als sie schon 2 davon eingefangen haben, sorgt Nanny McPhee dafür, dass diese wieder entkommen und plötzlich viel athletischer sind und zum Beispiel sogar auf Bäume klettern können. Das tut sie, damit die Kinder lernen zusammenzuarbeiten und sich einen Plan ausdenken müssen. Beziehungsweise nein, ich bin mal so gemein und behaupte, das tut sie nur, damit wir als Zuschauer eine lustige Szene mit tanzenden Schweinchen haben. Die Kinder haben doch schon alle beim Suchen geholfen. Und es war wirklich wichtig, dass sie die Ferkel möglichst schnell finden. Also warum musste sie das extra sabotieren? Etwas ähnlich ist es in Teil 1, als Nanny McPhee die Kinder ihren Plan einfach mal durchziehen lässt, den Vater vom Heiraten abzubringen. Aber dann müssten sie auch die Konsequenzen tragen und versuchen, es wieder hinzubiegen. Denn sie merken dann, dass die Heirat nötig war, weil sie das Geld unbedingt brauchen. Das ist ja an sich eine gute Idee, weil sie so Verantwortung lernen. Aber auch hier ist es eine echt wichtige Sache, bei der viel auf dem Spiel steht. War das wirklich eine gute Situation für so eine Lektion? Und man hätte ihnen ja auch vorher erklären können, warum der Vater heiraten muss. Und komischerweise scheint es am Ende dann aber vollkommen okay zu sein, dass sie die Hochzeit trotzdem sabotieren. Also Nanny McPhee stiftet sie sogar irgendwie dazu an. Und es wird dann so dargestellt, als sei ihr, ja, lautes, chaotisches Verhalten dann irgendwie doch was Gutes. Und das kommt halt ziemlich weird, wenn das den ganzen Film über versucht wurde, den Kindern zu verbieten und ihnen anders beizubringen. Und jetzt auf einmal ist es dann doch wieder erlaubt. Ich meine, vielleicht sollte auch die Botschaft sein, dass es in manchen Situationen doch irgendwie angebracht oder nötig ist, sich so zu verhalten. Aber es wirkt halt schon ein bisschen wie Doppelmoral, weil es den ganzen Film über versucht wurde, den Kindern einzutrichtern, dass das so überhaupt nicht geht und dass sie sich auf jeden Fall ändern müssen. Also wenn, dann hätte man das irgendwie anders aufziehen müssen, um diese Botschaft glaubhaft rüberzubringen. So wirkt es halt einfach nur weird. Und die letzte Sache, am Ende von Teil 2 müssen die Kinder eine Bombe entschärfen. Und Nanny McPhee lässt das einfach zu, damit sie lernen, mutig zu sein. Das Ding wäre fast hochgegangen und alle hätten sterben können.
Jetzt könnte man sagen, sie weiß vielleicht schon vorher, dass alles gut ausgehen wird, aber trotzdem wirkt es auf mich in dem Moment einfach nur verantwortungslos. Und auch so unnötig. Einer der Erwachsenen hätte es doch genauso tun können. Nanny McPhee hätte einfach den magischen Stock benutzen können, aber nein, lasst uns die Kinder in Lebensgefahr bringen. Ich verstehe, dass uns der Film damit sagen will, dass man Kinder auch mal was alleine machen lassen soll und nicht immer übervorsichtig sein muss. Aber musste es gleich so was Drastisches wie eine Bombe sein? Generell sind die beiden Filme in jeder Hinsicht bewusst übertrieben, das ist mir klar, aber es lässt Nanny McPhee als Charakter trotzdem nicht sehr gut dastehen, zumindest meiner Meinung nach. Und ich sehe schon die Leute Kommentare eintippen, dass es ja nur ein Fantasy-Kinderfilm ist und ich das nicht so ernst nehmen soll. Aber Filme vermitteln immer bestimmte Botschaften und Werte und diese beeinflussen uns mehr als wir denken, gerade als Kinder. Und sollte man deshalb nicht gerade bei Kinderfilmen extra vorsichtig sein, was man da zeigt und vermittelt? Man muss aber fairerweise sagen, dass Nanny McPhee auch lustige Dinge zaubert und auch mal Spaß mit den Kindern hat und dass sie den Familien hilft, wenn nötig. Sie hat auch Methoden, die ich noch okay finde. Zum Beispiel sagen die Kinder im zweiten Teil, sie würden ihr Bett lieber mit einem Tier teilen als mit einem anderen Kind. Und schon kommen diese Tiere tatsächlich und legen sich zu ihnen ins Bett. Sowas schadet den Kindern ja nicht wirklich. Trotzdem finde ich ihre Maßnahmen am Anfang der Filme nicht okay. Wir sind uns hoffentlich alle einig, dass körperliche Strafen absolut nicht klar gehen. Die Kinder hören nicht auf sie, weil sie respektieren oder mögen, sondern weil sie Angst vor ihr haben. Zumindest anfangs. Und ja, die Kinder stellen schon teilweise krasse Sachen an, aber wir bekommen doch in den Filmen sogar die Gründe präsentiert. In Teil 1 ist die Familie noch nicht über den Tod der Mutter hinweg und die Kinder wollen nicht, dass ihr Vater eine neue Frau findet, die sie ersetzt. Der Vater ist völlig überfordert und hat wenig Zeit für sie. Wahrscheinlich haben sie das alles halt aus Frust gemacht, um die Aufmerksamkeit ihres Vaters auf sich zu lenken, damit der doch mal wieder mehr Zeit mit ihnen verbringt. Und sie wollten natürlich auch keine Ersatzmutter haben und haben deshalb die ganzen Nannys verscheucht. In Teil 2 kämpft der Vater im Krieg und die arme Bauernfamilie droht die Farm zu verlieren. Und bei den reichen Kindern, die dort zu Besuch sind, kümmern sich die Eltern kaum um sie und wollen sich scheiden lassen. Nanny McPhee hilft natürlich bei diesen Problemen. Aber warum wird am Anfang immer so getan, als seien die Kinder das Problem? Sie sieht doch, dass es die Gesamtsituation ist, also warum ist sie erstmal immer so unempathisch? Gerade in Teil 2 verhält sich Nanny McPhee auch sehr militärisch und es wird sogar gesagt, dass sie zur Armee gehört. Das finde ich gerade deshalb interessant, weil so eine Kinderschwester genau der Wunsch von Mr. Banks aus Mary Poppins war. Er singt nämlich: »Ne Kinderschwester gleicht einem Feldherrn, des Staates Zukunft liegt in ihrer Hand. Drum soll das Mädchen, das solid die Brut erzieht, diktatorisch sein und nicht charmant.« Und wer den Film nicht kennt, das ist die Ansicht, die uns dort als falsch vermittelt wird. Gut, aber wie ist denn jetzt Mary Poppins im Vergleich dazu? Sie sagt über sich selbst: ja, ich bin lustig, aber auch sehr bestimmt. Sie kann sich durchsetzen, aber arbeitet nicht mit Angst, sondern mit positiver Verstärkung. Sie versucht, Unangenehmes mit Spaß zu verknüpfen, statt die Kinder dazu zu zwingen. Sie stellt zum Beispiel Aufräumen als Spiel dar. Und was den Kontrast wunderbar darstellt, ist die Medizinszene, die es in beiden Filmen gibt. Mary Poppins verzaubert die Medizin, sodass sie gut schmeckt und die Kinder sie freiwillig nehmen. Und Nanny McPhee zaubert sie extra eklig als Strafe. Das spricht doch schon Bände, oder? Jetzt muss man dazu sagen, dass Jane und Michael nichts wirklich Schlimmes anstellen, sobald Mary Poppins da ist. Es wird gesagt, dass sie bei den vorherigen Kindermädchen zum Beispiel Dinge gestohlen haben oder Kröten ins Bett getan haben. Bei Mary haben sie kaum Gelegenheit dazu, weil sie so sehr über die Magie staunen. Und weil Mary genau das Kindermädchen ist, das sie sich gewünscht haben. Denn zuvor hat niemand darauf gehört, was die Kinder eigentlich wollen. Ist ja klar, dass sie da irgendwann frustriert werden. Auch hier ist das Problem, dass der strenge Vater viel zu sehr mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Mary lehrt die Kinder unter anderem Bedürftigen zu helfen, was ihnen die Eltern nie beigebracht haben. Ich kann zwar nicht in allem, was Mary macht, irgendwelche Lektionen oder sonst was erkennen, aber es ist ja auch nicht verkehrt, einfach mal mit den Kindern eine gute Zeit zu haben und sie in irgendeine magische Welt zu entführen, wo sie einfach mal Spaß haben, weil ihnen genau das im Leben fehlt. Am Ende erkennt der Vater dann, dass Familie doch wichtiger ist als Arbeit. Natürlich hat Mary das in die Wege geleitet. Der Film zeigt, dass eigentlich nicht die Kinder Hilfe brauchen, sondern Mr. Banks. Über 50 Jahre später gab es übrigens noch die Fortsetzung Mary Poppins Rückkehr. Allerdings werde ich darauf nicht eingehen, weil ich mich daran nicht mehr so gut erinnere. Mary verhält sich dort aber sehr ähnlich zum ersten Teil.
Nun, ich denke, es ist ziemlich klar geworden, wessen Erziehungsmethoden ich besser finde. Ich sage nicht, dass Mary Poppins alles richtig und Nanny McPhee alles falsch macht, aber ich sehe da schon einen deutlichen Kontrast. Als Kind mochte ich interessanterweise eine zauberhafte Nanny lieber, allerdings merkt man auch, dass der Humor des Films sehr an Kinder gerichtet ist. Es ist halt sehr übertrieben und oft dieser Ekelhumor mit Kacke oder Rülpsen oder sowas, und davon bin ich kein wirklicher Fan. Heute würde ich sagen, dass Mary Poppins definitiv der bessere Film ist, zumindest für mich. Und ich finde es schon interessant, dass ein Film aus den 60ern so viel zeitgemäßere Erziehungsmethoden zeigt als ein Film aus den 2000ern. Gut, die Nanny McPhee-Bücher namens Nanny Mathilda sind auch aus den 60ern, aber man hätte das ja nicht genauso umsetzen müssen. Und wenn wir danach gehen, stammt das erste Mary Poppins Buch schon aus den 30ern. Aber was meint ihr dazu? Falls ihr beide Filme kennt, welchen findet ihr besser? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wenn's euch gefallen hat, will ich mich auch über einen Like oder ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.